Ihr habt schon viel über Open Space Beta gehört, aber könnt damit gar nicht so genau anfangen. In diesem Video seid ihr richtig, wenn ihr erfahren wollt, wie Open Space Beta entstanden ist. Open Space Beta ist in Kurzform einfach Beta. Ja? Und Beta ist gut gemachte Organisationsentwicklung. Sie geht davon aus, dass jeder im Unternehmen etwas zu diesem Unternehmen beitragen kann. Das heißt also im Alltag, du und deine Kollegen, egal wer, jeder hat irgendwelche tollen Einfälle, das Unternehmen nach vorne zu bringen, neu zu positionieren, Dinge neu zu vernetzen im Unternehmen und gemeinsam Neues zu erschaffen. Also das könnt ihr sicher alle selber und dazu braucht ihr dann auch keine externen Berater. Das ist das Gute am Beta. Also du kannst Beta von ganz alleine in deinem Unternehmen ins Rollen bringen. Um es klar zu sagen, in der Vergangenheit gab es halt eine Change-Kultur, die sich ausschließlich auf den Menschen fokussiert hat. Das heißt, man hat die Menschen verändern wollen und die sollten dann in einem Unternehmen arbeiten, wo sich die Menschen selber nicht weiterentwickeln konnten. Und das ist eine absolute Fehlannahme. Das funktioniert einfach nicht. Wir erkennen solche Unternehmen dann zum Beispiel an solchen Sätzen wie: Was? Das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich, da musst du dich an jemand anders wenden. Keine Ahnung, warum ich das hier so mache, das wollen die da oben so. Oder die Krönung ist zu sagen: Ich weiß, das ist nicht so besonders toll, aber der Chef will das halt so. Man arbeitet für den Chef und nicht für den Kunden. In größeren Firmen kam es schlimmstenfalls dazu, dass die Manager komplett aus ihrer Verantwortung entlassen worden sind und die Mitarbeiter zudem auch noch entmündigt. Was für ein Desaster. Es wurde halt an den Symptomen geschraubt, ohne einen Blick auf die Ursachen zu werfen. Ich weiß, es klingt unheimlich hart, aber ganz ehrlich, bis dato wurde wirklich alles falsch gemacht. Und aufgepasst, das ist jetzt kein Unternehmer-Bashing, überhaupt nicht. Auch die Berater tun alles nach bestem Wissen und Gewissen. Der Kern ist folgender: Alles, was wir jetzt in unserem Unternehmen neu implementieren, das tun wir auf Basis der alten Managementlehre. Und wir wissen alle, dass diese bewiesenermaßen nicht mehr funktioniert in dieser neuen vernetzten Welt. Mal ehrlich, wie kann eine Managementlehre aus Zeiten des Taylorismus in dieser disruptiven, progressiven Welt noch funktionieren? Schreibt in die Kommentare, wenn ihr das anders seht. Ich bin gespannt auf die Diskussion. Doch wir wollen ja wissen, wie ist Open Space Beta entstanden? Der Namensgeber von Open Space Beta ist der Beta-Kodex. Und dieser wiederum wurde von einer Gruppierung vom Beta-Codex Network, die von Nils Fleging 2008 gegründet worden ist, ins Leben gerufen. Das Beta-Codex Network ist aus dem Budgeting Beyond Roundtable entstanden in England Ende der 90er Jahre. Und das muss ich jetzt ablesen. Die haben Fallstudien für ein Modell entwickelt für prinzipiengeleitete, dezentralisierte Organisation. Beyond Budgeting ist halt der wichtigste Schritt heute zum Open Space Beta. Und das ist der Grund, warum ich das jetzt hier so genau erklärt habe. Ja, und dieses Modell, was dezentral sich selber steuert in Teams, und auch noch prinzipiengeleitet ist, dazu später mehr, das hat man natürlich ausprobiert. Und das haben Unternehmen ausprobiert, die durchaus alle kennen. Das ist einmal diese Handelsbanken, so heißen sie wirklich. In Nordeuropa ist es die größte Bank. Und Toyota kennen wir und W.L. Gore. Jeder denkt, das ist ein Politiker. Nee, das sind die Gore-Tex gemacht haben, dieses atmungsaktive Material. Die haben dieses Modell angewendet in ihrem eigenen Unternehmen und haben damit wirklich Erfolge gefeiert. Ja, und klar, dass dort bei dieser Anwendung natürlich ganz viel gelernt worden ist. Und daraus wurden dann weitere Prinzipien abgeleitet. Und das sind mittlerweile 12. Die werden dann im Open Space Beta als Grundlage genommen, um dieses Modell umzusetzen. Das heißt, Beyond Budgeting Roundtable in England hat halt diesen Stein ins Rollen gebracht. Das Resultat ist der Knaller gewesen. Man konnte nämlich jetzt, was bis jetzt als unmöglich galt, mit den Mitarbeitern, mit allen Kollegen ein Unternehmen neu gestalten. Das war bis damals unmöglich, denn man hat immer wieder einen kleinen Kreis genommen und gesagt: Pass auf, wir wollen Change, wir werden das Unternehmen verändern. Und dann hat man das den ganzen Kollegen übergestülpt. Also top-down, ganz klassisch. Wir kennen es heute noch, aber das ist nicht mehr zeitgemäß. Das muss man einfach mal an der Stelle sagen. So, und das ist aber jetzt noch nicht Open Space Beta, sondern da kam noch ein entscheidender
Ja, es kamen noch zwei entscheidende Personen dazu. Es ist einmal Silke Herrmann und Nils Pfleging. Beide gelten heute mittlerweile als die Experten von OpenSpace Beta. Und die haben Folgendes gemacht. Die haben OpenSpace Agility, dieses Scrum-Modell, das haben sie nämlich in dieses OpenSpace Beta einfließen lassen. Wie das? Sie haben OpenSpace Agility genommen. Das ist eine Methode, wie man relativ schnell in Organisationen agile Teams aufstellen kann. Übrigens, dieses Modell hat Daniel Messick aus den USA erfunden, der Vordenker allen agilen Denkens überhaupt. Der Clou aber ist, dass Daniel immer weiter überlegt hat, wie kann ohne Zutun von außen, ohne Berater und Trainer eine Organisation selber agil werden und diese Teams entwickeln. Von selbst, von sich aus. Und das ist letztendlich der Gewinn, den wir Daniel zu verdanken haben. Daniel entwickelte Open-Space-Konferenzen in diesen Organisationen mit allen Veränderungswilligen. Das heißt, es will bedeuten, mit all deinen Kollegen, die Bock haben auf Veränderung. Das sind ja schon einige. Mal die anderen rausgenommen, die keinen Bock haben. Die hat er genommen und hat eine Open-Space-Konferenz organisiert. 90 Tage nach der Open-Space-Konferenz kam eine zweite Open-Space-Konferenz. Ich erkläre nochmal. Die erste, da haben ja natürlich die Kollegen alle gesagt, das wollen wir verändern, das wollen wir machen und so weiter. 90 Tage später haben die sich nochmal getroffen und gesagt, ja, in diesen 90 Tagen haben sie nämlich das ausprobiert, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Und dann haben sie halt in dieser zweiten Open-Space-Konferenz gesagt, das kann weg, das hat gut funktioniert oder das andere müssen wir nochmal ausprobieren. Aber sie haben halt sich nochmal getroffen und überprüft, ob das überhaupt alles funktioniert hat. Und das war ein entscheidender Punkt, denn er hat das ganze Modell in eine Zeitachse gegossen. Und das ist entscheidend. Obendrein hat er auch noch ein System beschrieben, wie die Mitarbeiterkollegen in verschiedenen Rollen auftauchen, dass sie verschiedene Rollen annehmen, damit in diesen 90 Tagen kein Chaos passiert. Als wenn es nicht genug ist, Daniel hat dieses Modell als Open-Source-Lizenz veröffentlicht. Das heißt, jeder kann unter Nennung seines Namens dieses Modell weiter benutzen. Und das haben auch Silke und Nils getan. Die beiden haben nämlich diese ganzen Dinge verknüpft und haben sich überlegt, wie können wir denn in einer Zeitschiene von 3 Monaten es so gestalten, dass was Gutes draus wird. Also es musste nochmal wieder Erfahrung, Gehirnschmalz herhalten, um dort in das Modell eingegossen zu werden. Und so ist letztendlich OpenSpace Beta entstanden. Und uns kommt OpenSpace Beta so bekannt vor, weil dort der Begriff OpenSpace drin ist. Und OpenSpace kennen wir alle als eine Art Konferenzmethode. OpenSpace wurde von Harrison Owen in den 80er Jahren entworfen, ihr werdet es nicht glauben, um eine Organisation zu entwickeln. Unbelievable. Das war sein Ziel. Und wir haben es nur noch dann benutzt, nur noch in Anführungsstrichen, als OpenSpace-Methode für einen Workshop, um uns zusammenzufinden und mit den Leuten zur richtigen Zeit am richtigen Ort neue Erkenntnisse zu gewinnen. Wir haben aber damit niemals gewollt, dass wir die Organisation komplett neu entwickeln. Wir haben es als Methode genutzt. Und jetzt hat diese Methode wieder sein Zuhause gefunden. Eigentlich die richtige Bestimmung. Großartig, dass wir das jetzt wieder alles zusammenführen. Manchmal dauert es halt eben länger, aber diesmal wurde es auch wirklich richtig gut. Wir haben also Beyond Budgeting, das ist die Basis, gepaart mit OpenSpace Agility von Daniel Messick und die OpenSpace-Methode von Harrison Owen aus den 80ern, die jetzt in OpenSpace Beta zusammenfließen. So, und logisch, dass diese Gesichtspunkte nicht völlig neu sind. Es wurden auch schon viele Fragen vorher gestellt, die in dieses System reinlaufen. Fragen wie: Wie schauen wir auf Menschen? Das ist eine Frage, mit der sich Douglas McGregor beschäftigte. Was sind humane Arbeitsbedingungen? Mit dieser Frage hat sich Mary Parker Follett beschäftigt. Wie funktionieren soziale Systeme oder Dynamiken? Solche Fragen stellte sich Kurt Lewin. Alles keine neuen Fragen, die sollten wir nur mal wieder stellen. Und das tun wir im OpenSpace Beta-Kontext. Neu ist aber, dass in OpenSpace all diese Erkenntnisse in eine neue Sozialtechnologie zusammenfließen und eine Open-Source-Lizenz hat. Wir müssen keine Kohle bezahlen, um OpenSpace Beta anzuwenden. Wir können also morgen damit anfangen, wenn wir dieses Wissen erworben haben. Du hast jetzt sicher Lust bekommen, mehr über OpenSpace Beta zu erfahren. Du willst es auch ausprobieren, kein Problem. Es gibt ein Buch von Silke Herrmann und Nils Pfleging, wo auf jeden Fall viel drüber drin steht. Viel mehr, als ich jetzt erzählt habe und natürlich, wie es auch funktioniert. Und du willst natürlich auch mehr über OpenSpace wissen, hier in diesem Kanal, gar kein Problem. Ich habe dazu einige Videos gemacht. Schau einfach rein. Ja,
Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.